Ich weiß ja nicht. Angst. Also wirklich Angst. Aua. Ich bin aber froh, dass es vorbei ist. Heute wieder eine Folge echt merkwürdige Geräte in diesem Video, denn wir haben nicht mehr und nicht weniger als die kleinste Tischkreissäge der Welt dabei und die teuerste kleinste Tischkreissäge der Welt. Also was das Ding kostet, ist der Wahnsinn. Die gucken wir uns mal an. Ja, das ist wirklich eine... Da gucken wir uns gleich nochmal an. Es ist wirklich eine kleine Säge. Wir haben hier ein Sägeblatt mit allem drum und dran und können hier drauf sägen. Also wenn du nicht viel Platz hast, vielleicht dein Ding. Zusätzlich haben wir noch die billigste Tischkreissäge der Welt und das ist das hier, 25 €. Dass es keine Tischkreissäge ist nochmal eine andere Sache, aber auch das gucken wir uns an und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich muss sagen, dieses Format machen wir schon länger, aber das, was wir heute hier haben, ist wirklich crazy, also wirklich verrückt. Denn hier für 300 € eine Tischkreissäge in der Größe und der Qualität mit diesem Stecker, das ist schon der Wahnsinn, also was hatten wir noch nie. Und hier eine 25 € Vorrichtung für, ich weiß es nicht. Und ich würde auch sagen, genau damit fangen wir mal an. Wir haben hier Folgendes, wir haben hier von Parkside diesen Wackeldackel und da können wir eine Stichsäge einspannen, reintun irgendwie. Naja, jedenfalls haben wir hier diesen Tisch. Unten drunter das hier und jetzt ist das Ganze gedacht, dass du deine Stichsäge nimmst und steckst sie da rein oder machst du das irgendwie fest. Also machen wir es jetzt irgendwie fest. Und dazu machen wir es aber so rum, weil ich glaube, es macht so auch mehr Sinn, dass wir hier mal das Blatt rausnehmen. Das hier, ach nee, geht das überhaupt? Nee, ich muss das Blatt drin lassen. Oh, das ist ja schon ein Gefummel. Und ich sage euch wirklich, das wird echt wild hier. Weil ich muss ja wissen, wo das hier ist. Also irgendwie so. Dann nehme ich jetzt hier so eine Klammer. Ah! Hier so eine Klammer. Und dann mache ich das fest. So fest, wie man es halt kriegt, ja. So, 2 Seiten haben wir. Das ist ein bisschen doll dicht dran, oder? So, jetzt haben wir es hier fest oder fast fest. Und jetzt bin ich echt gespannt, was heißt das so? Klappt das oder klappt das nicht? Weil jetzt haben wir nämlich das Ganze so. Und so ist das auch gedacht. Ergo, jetzt kommt hier der Akku rein. Und jetzt können wir das so nehmen. Und jetzt ist es so gedacht, dass du mit diesen Zwingen das hier am Tisch fest bekommst. Die Zwingen passen bei mir nicht, weil du hast hier vorne, hier irgendwo hast du eine Lasche. Ach so, hier, irgendwo, so wird das dann festgemacht, hier unten, an einem Tisch. So, unser Tisch geht nicht, also nehmen wir andere Zwingen und probieren das Ganze mal aus. Ich möchte es doch mal so hinbauen, wie es eigentlich gedacht ist. Wir haben hier eine dickere Multiplex-Platte und nehmen jetzt hier das Ganze, legen das hier drauf und jetzt kann ich das hier einspannen. So und auch festmachen. So ist ja gedacht. Wir wollen das ja mal original so haben, wie es gedacht ist. Auch hier ist es so gedacht. Zack. Wir können das jetzt wiederum nehmen und hier an unserem Tisch festspannen. Ich weiß ja nicht. So, schaut mal hier. Also ich weiß nicht. Es ist so gedacht, aber macht schon einen komischen Eindruck. Wir machen jetzt mal Folgendes. Jetzt machen wir erstmal unser Blatt rein. So, ich weiß nicht, ich mach mal an. Naja, mal gucken. So 8 cm. Einmal vorne einstellen, einmal hinten. So. Jojo, let's go! So, jetzt will ich die Säge anmachen. Aber ich habe hier eine völlig falsche Säge. Ich habe hier eine Bügelsäge und die hat keine Feststelltaste. Also die hier hat keine Feststelltaste, also brauche ich eine andere Säge. Wie die hier zum Beispiel. Da ist ja so, ich habe hier einen Einschalter und dann bleibt es auch an. Neue Säge, neues Glück. Oh, ich sage euch, Leute,
Angst. Also wirklich Angst. Ich sage euch eine Sache. Ja? Die BG sagt nein. Die BG sagt, die BG hat den Raum betreten, ja, und hat euch sowas von hinter die Ohren gehauen, das geht gar nicht. Also ich habe die ganze Zeit richtig Schiss gehabt, weil es ist nicht ohne Grund so, dass bei einer Tischkreissäge, ja, dass da ein Sägeblattschutz dran ist. Oder auch bei allen anderen Sägen. Hier fällst du ja gefühlt in das Blatt rein. Das fühlt sich auch gar nicht gut an, da in der Nähe mit den Fingern zu sein. Und ich muss sagen, wie ist denn das Ergebnis hier? Wir haben hier 8 cm. Und hier hinten hatten wir jetzt 9 cm. Also man sieht es, glaube ich, auch einfach so. Hier 8, hier 9 cm. Das war so wackelig und ich habe das wirklich festgezogen. Es ist wirklich immer und immer, ja, es hat sich locker geruckelt hier auch so ein bisschen. Und was du auch gesehen hast, ist, das Blatt wurde immer schiefer und schiefer und schiefer und schiefer und schiefer und schiefer und schiefer. Ich weiß gar nicht, was da los war. Also das war schon echt nicht schön. Oh, und das ist auch noch das Gerät wieder locker geworden. Ich habe es vorher festgezogen, sein Vater. Also, boah, ich weiß nicht, ich kann euch das überhaupt nicht empfehlen. Aber weil es dafür ja auch gedacht ist, machen wir jetzt nochmal einen zweiten Test, nämlich man soll sehr gut Freiformen damit schneiden können. Oh, aber nur noch ein Test. Ich bin aber froh, dass es vorbei ist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nein, einfach nur nein. Selbst im anderen Blatt zum Beispiel wäre es jetzt auch nicht besser gegangen. Es ist die ganze Zeit Vibration und hier und da und bah, hier ist schon wieder. Ja, eins ist hier schon wieder abgerüttelt und gemacht und getan. Und ganz ehrlich, ich möchte bitte nicht, dass meine Säge irgendwas mit diesem Ding hier zu tun hat. Also, bah, wollen wir nicht. Was eine Lösung. Also wenn du denkst, die Sache ist ja nur die, wenn du denkst, dass das für dich eine Lösung ist, einfach nein. Nein, nein, nein. Aus Sicherheitsgründen und sonst was. Und das hier kriegst du anders viel besser hin. Eieieiei. Also ihr habt erstmal gesehen, Säge funktioniert grundsätzlich schon mal, aber was haben wir denn hier eigentlich? Wichtig, wir haben eine netzgebundene Säge, aber für 12 Volt. Das heißt, wir haben hier wirklich auch so einen ganz verrückten Stecker hier an der Stelle. Ich sage immer so Rasierapparatstecker. Ich glaube, früher sahen Rasierapparatstecker auch wirklich so aus. Und ich habe die Säge gekauft für 300 €. Den genauen Preis blende ich dir mal hier unten ein. Also nochmal, ich glaube, sogar über 300 € für das Ding hier. Echt witzig. Und dazu gab es nicht mal ein Netzteil. Das heißt, das Ding kommt nur mit dem Stecker und dann feuerfrei. Aber durch Glück hatten wir hier, dass ein Kollege noch einen, also von Proxon so ein Netzteil hier hatte. Was steht hier drauf? 12 Volt, 1 Ampere. Ja, das kommt doch etwa hin, weil die Säge selbst hier hat 140 Watt, sägt aber mit 700 bis 6000 Umdrehungen. Leider habe ich kein Drehpoti dabei, dass ich es nochmal einstellen kann. Ja, es sägt halt so, wie er sägt. Ja? Da stecke ich hier rein und dann geht es auch schon los. Okay, was wir aber an der Säge sehen, ist wirklich, das ist wirklich verrückt. Die Säge hier ist aus Vollmaterial, die ist gegossen. Also der Tisch hier oben, der ist draufgeschraubt, aber das hier unten, der Fuß und alles andere, das ist wirklich ein gegossenes Material. Das ist Aluminium gegossen. Also wirklich verrückt. Hier ist ein bisschen Kunststoff. Naja, und wir haben hier, schaut euch das mal an, im Verhältnis zu meinem Kopf, wie klein diese Säge ist. Wir haben hier übrigens das Sägeblatt, da seht ihr das. Es ist wirklich winzig. Wir haben hier 15 mm Schnitthöhe, ein 63er Blatt hier drin. Hallo! Ja, da ist wirklich ein Blatt drin. Und das Ganze ist aber aus Vollmaterial. Interessant ist jetzt aber Folgendes. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, ist es so, wir haben hier einen Parallelanschlag. Das Interessante an dem Parallelanschlag ist, der ist aus Metall, das hier ist aus Messing, das Ganze ist rangeschraubt und interessanterweise ist auch eingefräst. Und ich setze das jetzt hier ein und das ist wirklich krass. Ich setze das ein und mache es fest und das ist wirklich fest.
Das ist, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, also nochmal, macht euch das vergegenwärtig, das Ganze nochmal. Das Ganze kostet 300 €. Für 300 € kriegst du schon eine gute Metabo, Dewald oder, keine Ahnung, Makita, sonst was Säge. Ja? Oder auch eine Bosch, eine 216 am Ende heißt sie, glaube ich, die kleinere. Das ist schon ein amtliches, großes Teil, aber, ja, das kannst du dafür schon kaufen, für denselben Preis, brauchst kein Netzteil. Aber der Parallelenschlag all dieser Sägen ist, ich glaube, nicht so fest wie das Ding hier. Also hier wirklich nicht einen Mikrometer. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber das ist wirklich, es ist amtlich fest. Richtig krass. Also stellen wir es doch mal für uns ein hier. Wollen wir so einen kleinen Abschnitt machen? Okay, stellen wir ein. So, dann haben wir hier diesen, ist ja nicht süß, diesen kleinen Winkelanschlag. Hier auch aus Messing, aber das Zentrale ist Kunststoff. Das Problem, was wir haben, ist, hier ist eine Skala dran. Das ist alles so klein. Hier ist eine Skala dran. Ich kann das Ganze einstellen, aber wo hier 0 Grad sind, keine Ahnung, kann ich nur erahnen. So, ja, weil hier ist kein gar nichts. Nichts zum Einstellen. Also nicht zum Anschauen. Und das Ganze ist auch nur hier reingelegt. Zack. Jetzt haben wir das Problem. Ich würde jetzt hier ins Messing reinsägen. Deswegen müssen wir hier unseren Imbus nehmen. Das hier lösen. Das zur Seite tun. So. Und dann können wir das hoffentlich nutzen. Oh, sehr knapp, aber es geht. Probieren wir es doch mal aus. Warum hakt denn das jetzt so doll? Also Moment, wir machen das hier mal ab. Jetzt ist alles ab. Nur die... Es geht nicht mehr. Also hier ist nichts am Messing dran, gar nichts. Hier ist wirklich nichts. Hier ist die Führung. Und jetzt müsste das ja eigentlich hier durchgleiten. Tut's aber nicht mehr. Weil ich muss ja jetzt den Anschlag nehmen und hier einfach was durchschieben, aber geht nicht. Ich schleife das jetzt mal ganz bisschen ab. Okay, mit ein bisschen abschleifen ist nicht. Schleifen jetzt mal richtig. Es geht immer noch nicht. Was ist denn da los? Das ist das Problem. Metall auf Metall. Und Aluminium und Messing hier, irgendwas will da nicht. Es glitt so schön vorher. Also, nochmal 15 Minuten später, oder ich glaube sogar fast eine halbe Stunde. Und ich sage dir, das sind ja die Reste vom Anschlag. Aua. Oh. Ich hasse es. Also das ist ja eigentlich, das gleitet eigentlich hier hoch und runter. Und ich wollte ursprünglich das eigentlich loben, weil es ist fast spielfrei gewesen. Ja, ist auch fast spielfrei. Es ist so, dass jetzt irgendwoher so ein kleiner Aluminiumsplitter sich irgendwo hier vertüdelt hat. Und jetzt ist es so, dass es gleitet einfach nicht mehr. Ich bekomme es nicht mehr eingestellt. Ich habe das jetzt schon gefühlt auf die Hälfte runtergeschliffen. Ich habe das nochmal mit Schleifpapier gemacht, ich habe es mit dem Exzenter gemacht, ja, ich habe es von Hand hier so geschliffen. Aber am Ende ist es so, dass jetzt hier im Aluminium so ein bisschen Riefen drin sind und jetzt wird es richtig... Es geht einfach nicht mehr ordentlich. Es gleitet hier nicht mehr lang. Also, lassen wir sein. Egal. Wir haben hier noch unseren Parallelanschlag. Den tun wir jetzt trotzdem hier rein, machen das Ganze fest und schieben jetzt einmal von Hand was rüber. Ich verstehe es nicht. Wie sagte mal ein weiser Mann, Homer Simpson, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
verstehe ich nicht. Also, was wir hier jetzt gesehen haben, ist alles wie ein bisschen merkwürdig. Man muss sagen, der Längsschnitt, den wir gemacht haben, hier durch das Holz, also ja Jahrhunderte gedauert. Man hat immer gemerkt, so, oh, das Gerät geht in die Knie. Okay, der Querschnitt, wir reden jetzt hier von einem halben Zentimeter dickes, weiches Holz, ja. Beim Querschnitt, da war ganz okay, da kam man ganz gut durch. Hier beim Multiplex ging es gar nicht. Und jetzt kann ich mir nur eine Sache vorstellen. Entweder das Ding ist wirklich so schwach oder es liegt hier in unserem Rasierstecker und unserem uralten Netzteil, das hier nicht, wow, das Ding ist echt heiß geworden. Also ich würde sogar mal echt vermuten, es liegt daran, dass wir ihm nicht genügend Power geben, sondern dass er dann hier ordentlich durchziehen würde. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber das Netzteil kostet nochmal Geld und ich habe schon 300 € ausgegeben. Also nee, ich weiß nicht. Ich war früher ja auch Modellbauer, beziehungsweise bin so ein bisschen immer noch Modellbauer, aber nicht damit. Da würde ich mir, glaube ich, eher was von Proxon holen, beziehungsweise habe ich schon. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber ihr schreibt mal gerne in die Kommentare, vielleicht hat von euch ja jemand das Gerät oder sagt mal, was haltet ihr denn davon? Ich finde es einfach verrückt, weil aus komplettem, also komplett gegossen und übrigens nicht, dass ihr euch wundert, man kann das Ganze hier, das Sägeblatt auch nochmal, man kann das Sägeblatt hier auch natürlich nach oben und unten stellen, schaut mal. So, ja, das geht wunderbar. Sägeblatt ist unten, ja, das ist gar kein Thema. Man kann das Sägeblatt auch hochstellen. So, ich kann das auch nochmal, ich kann es natürlich auch nochmal im Winkel verstellen. Ja, das geht auch. Sekunde, irgendwie. Ja, so. Also seht ihr jetzt hier bis 45 Grad. Das kann ich alles einstellen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Also für so ein kleines Gerät, dass das alles geht, schon ganz cool. Aber der Einsatzzweck entzieht sich mir, muss ich wirklich sagen. Ihr schreibt in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ihr schreibt auch mal in die Kommentare, was sagt ihr zu diesem Stichsägen-Einhell-Tischmonster? Würde mich super interessieren. Für heute soll es das gewesen sein. Ich gehe raus und weiß ich, was mache ich jetzt hiermit eigentlich? Keine Ahnung. Ran ans Werkzeug, bis zum nächsten Mal.